Breaking News: Zypern will die Körperschaftssteuer auf 15% erhöhen für alle Unternehmen, nicht nur für große Unternehmen, und das ab 2026. Was das für dich bedeutet, das wollen wir uns in diesem Video einmal genauer anschauen. Zypern ist ja ein Land, was bei vielen Auswanderern aus Deutschland und Österreich sehr beliebt ist. Dort gibt es den Non-Dom-Status. Damit musst du dich 60 Tage lang in Zypern aufhalten. Dann hast du dort eine Kapitalgesellschaft. Mit dieser Kapitalgesellschaft kannst du dann zum Beispiel Rechnung stellen an deine Kunden. Die Kapitalgesellschaft bezahlt dann 12,5% Steuern. Du musst dann noch mal ein paar Prozent, rund 2%, um genau zu sein, an die NHS von dieser Dividende bezahlen. Das ist das Gesundheitssystem, sodass du ungefähr so bei 14, 15% dann Gesamtbesteuerung rauskommst. Das ist natürlich sehr attraktiv. So, jetzt haben sich die Zyprioten entschlossen und der zypriotische Präsident hat hier letzte Woche eine entsprechende Ansprache gehalten, dass die Körperschaftssteuer von 12,5% auf 15% erhöht werden soll. Und wie gesagt, nur um es ganz klar zu sagen, es geht hier nicht nur um große Unternehmen. Entsprechende Regelungen für große Unternehmen haben ja viele Staaten eingeführt im Rahmen der globalen Mindeststeuer, zum Beispiel auch die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter und so fort, für Unternehmen ab 750 Millionen Euro Umsatz. Also hier geht es nicht um diese Regelung. Hier geht es grundsätzlich um alle Unternehmen, die ab 2026 in Zypern 15% Körperschaftssteuer bezahlen sollen. So, jetzt ist natürlich die Frage für dich, wenn du nach Zypern auswandern willst oder schon dort bist, was heißt das nun konkret? Sollst du jetzt aus Zypern weggehen? Oder macht es keinen Sinn mehr, nach Zypern umzuziehen? Das sind natürlich die Fragen, die jetzt viele Unternehmer umtreiben. Nun, meine Einschätzung ist wie folgt: Wenn dir Zypern gefällt oder du schon dort bist und ein Leben aufgebaut hast, dann werden auch wahrscheinlich die 2,5% mehr Steuer dich nicht wirklich hier von Zypern abbringen können. Zypern ist ja dennoch ein attraktives Land. Gerade wenn du Investor bist zum Beispiel, dann bist du ja sowieso davon nicht betroffen. Ich meine, wenn du jetzt ein Aktiendepot hast und darin Aktien im Streubesitz liegen hast und dann zahlen diese Aktien Dividenden aus, dann musst du ja darauf ohnehin keine Steuern in Zypern bezahlen. Die Gesundheitsabgabe schon, diese 2,1%, aber die Erhöhung der Körperschaftssteuer tangiert dich ja dann ohnehin nicht. Also, das heißt, wenn du überzeugt bist von Zypern und das dein Land ist, dann wird wahrscheinlich auch diese Steuererhöhung von 2,5% nichts ändern. Wenn du noch offen bist und dich nach verschiedenen Optionen hier umschaust, dann ist es natürlich was anderes. Wir haben das Gleiche ein bisschen auch hier mit Dubai gesehen, als die 9% Körperschaftssteuer eingeführt haben. Wer Überzeugungstäter ist, wem Dubai super gefällt, der bleibt in Dubai, vor allen Dingen, weil es viele Wege ja gibt, legal die Steuern nicht zahlen zu müssen. Wenn du aber spezifisch in Dubai warst, weil dort keine Steuern fällig werden auf Unternehmensgewinne, dann ist das natürlich für dich hier ein herber Rückschlag gewesen und du hast Dubai verlassen. Ähnlich ist es auch in Zypern. Wenn du dort bist, spezifisch wegen den 12,5%, wenn das so gerade deine Schmerzgrenze ist, wirst du dir natürlich gut überlegen, was nun die besten Schritte sind. Und das ist natürlich auch tatsächlich ein interessanter Punkt. Denn es gibt ja, wenn man sich in dem Bereich von 15% bewegt, dann tatsächlich viele Alternativen in Europa. Also Bulgarien hat 10%, Rumänien hat 10%, Ungarn hat 9% Körperschaftssteuer, Malta hat 5% Körperschaftssteuer. Da muss man natürlich immer noch überlegen, was ja dann auf die privaten Ausschüttungen fällig wird. Aber gerade im Falle von Rumänien und Bulgarien und natürlich auch Malta wird das auf jeden Fall weniger sein als die 17%, die du in Zukunft in Zypern bezahlen musst. Wenn du in die Schweiz umziehst zum Beispiel und du ziehst in einen steuergünstigen Kanton, sagen wir mal, du bist verheiratet, hast zwei Kinder und bist ein Freelancer, der 150.000 Franken hier in Rechnung stellt, dazu dann in der Schweiz ein Einzelunternehmen gründest und dir diese Beträge auszahlen lässt und natürlich auch in der Schweiz die Sozialversicherung bezahlst, würdest du alles in allem, das habe ich ausgerechnet, weniger als 16% bezahlen. So, in Zypern zahlst du in Zukunft dann 17,1%. Ja, da muss man sich natürlich gut überlegen, ob jetzt die Vorteile in Zypern weiterhin den Umzug dahin rechtfertigen. Ich meine, in der Schweiz sind auch Veräußerungserlöse steuerfrei. Das heißt, Krypto, Aktien, Gold, Immobilien im Ausland und so weiter kannst du alles steuerfrei verkaufen. Und die Lebenshaltungskosten sind ja auch in Zypern mittlerweile nicht mehr gerade günstig. Ja? Gerade wenn du jetzt in einem der Ballungszentren wohnst und dort eine repräsentative Wohnung oder sowas hast, zahlst du locker 2.500 bis 3.000 Euro Miete im Monat. Ja. Viel teurer wird es in der Schweiz in vielen Gegenden auch nicht sein. Also es geht mir jetzt ja gar nicht um die Schweiz, es geht mir jetzt um ein Beispiel. Ja. Das heißt, wenn du mit dem Gedanken spielst, nach Zypern auszuwandern, dann solltest du überlegen, macht Zypern auch Sinn für dich nach dieser Steuererhöhung oder gibt es vielleicht günstigere Alternativen? Ganz ehrlich, wir haben viele Mandanten, die sagen, naja, Zypern gefällt mir nicht so sehr, aber eben ich muss da nur 60 Tage sein und die Steuern sind günstig.
gehe ich halt dahin. Wenn sich jetzt einer dieser wichtigen Parameter ändert und teurer wird, dann ist natürlich die Frage, ob man das dann noch in Kauf nimmt. Vor allen Dingen, wenn es einem dort nicht so wirklich gut gefällt. Also das sind jetzt Dinge, über die du nachdenken musst. Einige Beispiele von anderen Ländern, von Alternativen, habe ich dir gerade eben schon gesagt. Osteuropa, sehr interessant. Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Malta natürlich sehr interessant oder außerhalb von Europa sicherlich die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber auch andere asiatische Länder oder südamerikanische Länder sind interessant. Es hängt ein bisschen davon ab, ob du eben in Europa bleiben willst oder lieber außerhalb von Europa wohnst. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du möglicherweise nach Zypern auswandern willst oder in ein anderes Land und dir jetzt nicht mehr sicher bist, was die richtige Entscheidung ist, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, neues Vermögen aufbauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.